Hallo und herzlich willkommen zurück zu DSX Human Revolution. So, wir sind wieder im Spiel hier. Den PC, den lassen wir mal so sein, wie er ist. Keypad, das können wir nicht hacken. Das ist ja ärgerlich. Sind wir wieder gleich weit. So, schauen wir mal den Computer. Vielleicht haben wir hier einen Code drin. Das könnte ja noch klappen. Oh, Stopwatch. Ah, den Stopwurm, den haben wir jetzt ein bisschen verpasst, den wirklich einzusetzen. Ich denke, das klappt nicht, so wie es aussieht. Ach je. Ach du meine Güte, das geht ja viel zu schnell hier, kommt es mir vor, dass wir das hacken können. Also, der Schwierigkeitsgrad scheint sich ein bisschen angeschraubt zu haben, was das Hacking betrifft. So. Können wir das irgendwie... Nee, wir können es nicht schmeißen, so wie es aussieht. Ja, müssen wir noch mal kurz warten, bis hier der Lockdown zu Ende ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob jetzt wirklich... Okay, haben wir noch was gefunden zum Verkaufen. Interessant. Ja, das ist ein bisschen nervig. So, machen wir kurz einen Zwischenspeicher, bevor wir hier uns versuchen reinzuhacken. Attempts left haben wir 5 von 5. Das ist ja auch noch interessant. Okay. So, versuchen wir es so schnell wie möglich hier durchzukommen. Ich glaube nicht, dass es klappt. Nee, das braucht immer viel zu viel Zeit. Vielleicht sollte ich mal nochmal laden und schauen, ob wir den Stopwurm nochmal geschickt einsetzen können. So weit deprimiert mich das Spiel gerade ein bisschen. Also ich finde das alles sehr, sehr spannend, aber jetzt vom Gameplay her ist es gerade noch ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Aber den Stopwurm haben wir jetzt gar nicht mehr, da haben wir zu früh geladen. Die Frage ist jetzt für mich, können wir quasi schneller hacken, wenn wir nur uns auf 1 konzentrieren? Das hat 3. Ja, das reicht alles nicht. Ah Gott, ja gut. Ich bin gerade ein bisschen deprimiert hier. Vielleicht kriegen wir von irgendjemand anderem den Code raus. Was haben wir hier noch? Crafting Parts. Alles keine interessanten Leute, alles so ganz allgemeine Personen. Was ist denn bei dem Computer? Ah, das ist mein eigener. Sehr gut. Schauen wir mal, was wir hier haben. Ah, eine Psychiaterin. Okay, die werden wir bestimmt bald mal kennenlernen. You'd think one of them would pop up on some list somewhere. In Russia, hacked combat drones attacked St. Petersburg. And in the US, millions of workers lost their jobs when the collective This is so weird. Okay, da haben wir jetzt causing several Fortune 500 companies to go bankrupt. nichts Spannendes gerade. Oh, ja, was ist das für geile... Collective is one of the most dangerous criminal organizations in the world. Was ist denn das für coole Cornflakes da? Die will ich auch haben. This is Eliza Adam Jensen. live from Pioneer. Munition, aber sonst ist hier auch nichts, was uns irgendwie You'd weiterhilft. think one of them would pop up on some list somewhere.
Ja. Schauen wir nochmal auf die Karte kurz. Alles ein bisschen blöde hier. Wir sind keinen Schritt weiter gekommen. Den Rechner vielleicht noch hier. Finden wir da was? Ne, da können wir gar nicht erst rein. Und das andere geht einfach viel zu schnell. Wenn wir noch ein Nuke-Virus hätten, dann wäre das schon mal sensationell, aber soweit haben wir hier noch nichts. Okay. Die kennen wir alle nicht. Zumindest auch nicht von vorhergehenden Spielen. Wie ist das? Pocket Secretary? Was haben wir hin? Oh. Ich bin mir das immer noch gewohnt vom Human Revolution, dass wir das anders öffnen müssen. (3874) Okay, das ist aber woanders. Das hat nichts mit dem Ort hier zu tun. Leider. Aber ist eigentlich ganz gut, wenn wir uns ein bisschen umschauen und die ganzen Sachen hier mitnehmen. Okay, das haben wir schon gesehen. My God, Jensen, I heard about the explosion. We should relocate. I was thinking we could corner Director Miller together. Tell him it's not safe enough here. We're fine, Chang. The police station, the train station, we're next. I can feel it. I can more than feel it. I can see it happening. No one knows where we are. There's no reason to get paranoid. That's where you're wrong. They're trying to pull the lid off of us, Jensen, or someone is. Praha Dovos just got hacked. Our building's front company. Thought it was fake. I wish it was fake. Miller's got me cleaning up IntelliCam footage from the attack to help figure out who these people are. Meanwhile, maybe they're trying to figure out who we are? Why else poke into an import company? You think someone's figured out that the company's a front? Maybe they know what's really down here. We have a lot of enemies. The people who bombed the train station. You don't think they'd love to know where we are? You need to help me figure out who's looking into us and make them stop. Ja, da schauen wir mal ein bisschen. I'm gonna need more information about this snoop of yours. I don't know for sure that our cover's been blown, but if it has, we need to know before our enemies have a chance to do something about it. You got an MO in this hacker? At first I thought it might be the Collective. But you're not convinced. Not Janus's style to leave crumbs this big. But whoever it is, they risk exposing us. If the Collective ever found out where we operate, my God, Jensen. Maybe Janus knows already. Hey, don't say shit like that. I get nervous enough as it is. Ja, wie sieht's mit dem... Wie gefährlich ist das? You really think there's a risk here? Maybe someone's just poking around the fake website of a fake company. If someone points a gun at me, I assume it's loaded. If someone hacks into the website of the company that serves as our cover, I assume they're doing it for a bad reason. Such as? Everything depends on who they are and what they know. But we're in the business of dealing with terrorists. If those terrorists find out where we are... TF-29 likes its privacy. Sure. More importantly, Chang likes being in one piece. Unlike you, I don't just brush off explosions. What can you tell me about our front company? Praha Dovos was designed to be forgettable. The kind of place you walk by 100 times and still can't remember. It obviously caught someone's attention. What happens if we're compromised? My guess, we dismantle and disappear. Agents go into hiding, Director burrows into some hole, poof, no Christmas party. Okay. I need you to find out as much as you can about our snoop. Make sure we're not in danger. Gut, das nehmen wir mal an. Alright, you have any leads? I traced our hacker snoop to an unrented apartment. Top floor, 33 Hill Avenue. Just down the street. This guy walks by us every single day. Probably walks in. You're kidding. See? You feel it now. The constant buried alive feeling? Correct me if I'm wrong, but I thought we were supposed to be suspicious of things that go on outside these walls. It's never that simple. Just get into that apartment, access the computer they use, and find out what you can. And be careful, Jensen. We don't know who we're dealing with. I'll look
look into it. As soon as I know something, so will you. Gut, jetzt haben wir schon mal die erste Nebenmission angenommen, sind aber sonst noch keinen Schritt weiter. Be careful up there. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns weiterhin noch ein bisschen um. Ansonsten müssen wir wirklich dazu schauen, dass wir zurückkommen und in das... was war das? Kollas Ort kommen. Schauen wir nochmal die... das war's nicht. Oder? Das ist schon sehr unübersichtlich. Objectives hier. Können wir die aussuchen, welches wir genau anschauen wollen? Ach so, das sind nur die Informationen, wie es aussieht. Hier haben wir die Objectives. Side Missions. Das haben wir jetzt rausgefunden. Main Missions. Ja, wir sind da... komisch. Jetzt haben wir das von Collar überhaupt nicht mehr, wie es aussieht. Ja gut, ich würde sagen, dann werden wir das später nochmal machen. Wir haben jetzt aber zwei Dinge auf der Karte. Komischerweise. Ja gut. Ja. Vielleicht findet mir hinten irgendwie eine Möglichkeit, da doch durchzukommen, auf eine andere Art und Weise. Wenn wir zum Beispiel hier anklopfen. Aber ich denke nicht, dass das etwas nützt. Hier kommen wir wirklich nicht rein. Und es wird uns auch nichts angezeigt, was wir machen können. Nee, sieht nicht so aus. Na gut, versuchen wir es nochmal. Vielleicht kriegen wir es irgendwie hin. Passwort können wir nicht eintragen. Wir wissen es ja nicht. Aber dafür, dass Security Rating 1 hat, ist das eigentlich ziemlich anstrengend hier. Und wir werden sofort Datascan, Overclock. Ja gut, versuchen wir es einfach nochmal. Anomaly detected. Trace program initiated. So ein bisschen... verdammt. Laden wir kurz mal nochmal kurz neu. Man sieht auch nicht genau, wann die neuen Nodes hackbar sind. Von daher ist es ein bisschen verwirrend. Aber das wird mir jetzt... Das müssen wir jetzt hinkriegen, das geht gar nicht anders. Irgendwie muss das doch klappen. So. So. Wir haben ein bisschen mehr Zeit gewonnen. Wie es aussieht. Na endlich, meine Fresse. Und keine Info, wie der Code ist. Oh Gott. Woher kriegen wir das raus? Was war denn das gerade? Verwehrt. Kann man da irgendwie hoch? Kann das sein? Oh, hier ist noch mal ein Schacht. Aha. Mann. Da muss man erstmal drauf kommen. Ja, ich denke, so wie es aussieht, müssen wir uns wirklich deutlich mehr umschauen in dem Spiel hier, als
Na super. Das wäre eine alternative Route da rein gewesen, aber nichts, wo wir jetzt direkt reinkommen. Oh doch. Nee, das sind wir wieder im Ursprung. Adam, how's it going? Any trouble with the plant? Patience, Alex. Trying to find the best way to access the motherboard without blowing my cover. Sorry, man. Message received. Okay, hier können wir auch hoch. Ich vergesse auch immer, dass wir so hoch springen können, im Gegensatz zu Human Revolution. Ich bin mir das immer noch gewohnt. Aber, so, jetzt sind wir wenigstens drin. Das finde ich schon mal sehr gut. Ah. Endlich ein Schritt vorwärts. Das finde ich jetzt schon mal deutlich besser. So. Unser Chef, der Müller, der ist da drin. Ja gut, dann würde ich mal sagen, dann können wir den Chip hier benutzen, den Whisper-Chip. Alex, the whisper chip is in. Weird, it's already picking up a freak. Jesus, Adam, is Miller in there right now? Shit, gotta go. Jensen, I need to see you now. Okay, jetzt haben wir den zweiten Praxispunkt erhalten. Gut zu wissen. Ich denke, wir gehen wieder auf den normalen Weg, also nicht auf den normalen Weg raus, sondern dass er nicht bemerkt, dass wir eigentlich uns hier reingeschlichen haben. So, jetzt dürfte uns an der Haupttür empfangen, würde ich sagen. Agent Jensen reporting for duty, sir. Tried to do it earlier, but you were on a conference call. Yeah, I was. Should I be worried about you, Jensen? Sorry. That blow you took to your systems. It's not messing with your head or anything, making you do things. I'm not gonna go crazy and start attacking people, if that's what you're worried about. You've been checked out then. The problem with your orbs is gone. Not yet. Thought I should check in with you first, see if there was something I can do here. I appreciate the spirit, but your top priority when we're done here is getting your system up and running. God knows with all that's happened, I need you at 100% right now. You sounded pissed when you called me in. Everything okay? Don't ever leave the field, Jensen. You'll regret it. As soon as you strap a desk to your ass, you'll be swimming in goddamn politics. The boss is giving you trouble. What? Oh, that. No, the trouble's state police. They're pushing us out of the Rosika investigation. I want you over there to make sure that doesn't happen. You're putting me on the train station attack? Not Dubai? Forget Dubai. McCready's handling it. Ich will das eigentlich mit Dubai eigentlich übernehmen. With all due respect, we were blindsided in Dubai, and those mercs put up one hell of a firefight. I'd like to know who they were. They were augmented, Jensen. Chances are this will lead right back home. To the train station attack? Maybe. It's possible. But we won't know for sure if we don't investigate both. Mac's a solid agent. I'm confident he'll dig up something on the gold masks. In the meantime, I want you looking into Rosika before the state police fuck up our crime scene. Yes, sir. You said they're trying to push us out? I sent Fletcher in this morning to oversee evidence collection. Seems he's being detained because he hasn't checked in since. They can't lock us out. The Czech Republic signed our UN mandate agreement. They gave us jurisdiction over terrorist investigations. Yeah, well, the former director of their security information services runs state police now. He's come up with a loophole, claiming this attack falls under the homegrown terror exemption. Homegrown. He's saying it's ARC? The Augmented Rights Coalition? I don't care what he's saying. He may even be right. I just want us in there so we can find out. Chang said you've got him cleaning up Intellicam footage that was captured during the bombing. Maybe it can tell us something. Maybe. But between you and me, Chang's become a little more unglued since Rosika. Not sure we can wait for him to get his shit together. So where do I start? Technically, you're supposed to speak to our psychologist before getting back into action. I don't need a shrink.
maybe not. But you do need to get your system sorted. So go take care of that. And let me know when it's done. And then, how do I get to Ruzicka? The metro stop's been closed. I'll work on getting you a ride. Just don't take too long, Jensen. We need to get ahead of this. Copy that. Okay, ich würde mal sagen, soweit beenden wir das hier und dann das nächste Mal versuchen wir in Collas Bookstore zu kommen, damit wir unsere Augmentations wieder haben. Ich denke, ich starte das Video dann gleich vor Ort, dass wir da nicht mehr allzu lange warten müssen. Danke euch fürs Zusehen und bis bald. Tschüss!